Hallo und Servus auf dem Wiener Zentralfriedhof, einer der bedeutendsten Gräbnisstätten Europas und ein Ort, der Geschichte, Kultur und Architektur auf einzige Weise vereint. Heute möchte ich euch ein wenig die Geschichte von diesem Friedhof erzählen und ein wenig später möchte ich euch ein paar Gräber von Berühmtheiten der Kunst und Kultur aus Österreich und der Welt zeigen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's. Der Tod, das muss ein Wiener sein. Die morbiden, charmanten Textzeilen aus dem gleichnamigen Wienerlied von Georg Kreisler gibt einen unträglichen Hinweis darauf, was der Wiener oftmals nachgesagt wird. Ein besonderes Verhältnis zum Tod, zu dem Aschene Leich genauso gehört wie der berühmte Holzpyjama als Synonym für den Sarg als letztes Kleidungsstück. Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet und zählt zu den größten Friedhofsanlagen Europas. Er ist der drittgrößte Friedhof Europas und der bestattungsreichste. Besonders bekannt ist er für seine zahlreichen Ehrengräber, beeindruckende Jugendstilbauwerke und seine kulturelle Bedeutung. Durch seine Größe und Geschichte ist er eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Wiens. Die Anlage wurde nach Plänen von Carl Jonas Mylius und Alfred Friedrich Blutschli gestaltet. Besonders markant ist die zentrale Achse, die auf dem Karl-Poromäus-Kirche zuführt. Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern auch ein grüner Park mit über 10.000 Bäumen. Besonders beliebt ist der Friedhof bei Spaziergängern und Naturfreunden, die die harmonische Verbindung von Kultur und Natur schätzen. Hansi Duimitsch war ein österreichischer Musiker, Schauspieler und Sänger, der in den 1980er Jahren bekannt wurde. Sein früher Tod 1988 durch eine Überdosis Drogen
macht ihn zur Kultfigur der österreichischen Musik. Ja, also ich schreibe meine eigenen Lieder und ich schreibe meine eigenen Texte. Und das nächste Lied ist speziell für die Damen. Das ist wieder eine Single-Auskopplung aus Hans Dulmitsch letzter LP. Ausgeliefert. Nach seinem frühen Tod wurde Don't Say No als Hymne seiner Fans zur Nummer 1 der österreichischen Singlecharts. Udo Jürgens war ein österreichischer Sänger, Komponist und Entertainer, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern zählte. Mit Hits wie Griechischer Wein, Merci Chérie und Ich war noch niemals in New York prägte er die Musikszene über Jahrzehnte. Weil ich leidenschaftlicher Musiker bin und ich schreibe halt immer noch. Ich komponiere gar nicht so viel, aber... Seine Lieder begeisterten Millionen und seine Karriere erstreckte sich über mehr als 60 Jahre. Horst Gmähler war ein österreichischer Liedermacher, der vor allem durch seinen Hit Anna hat immer das Bummerl bekannt wurde. Seine Lieder, oft im Wiener Dialekt, erzählten von Alltagsgeschichten und berührten viele Menschen. Mit seiner Musik prägte er die österreichische Musikszene über mehrere Jahrzehnte. Franz West war ein österreichischer Künstler, der vor allem seine skulpturalen Werke und Installationen bekannt wurde. Seine Arbeiten zeichneten sich durch ihre Interaktivität aus, da viele seiner Skulpturen zum Anfassen und Benutzen gedacht waren. Franz West Werke genießen internationale Anerkennung und prägten die zeitgenössische Kunst nachhaltig. Theo Lingen war ein deutscher Schauspieler, der vor allem durch seine humorvollen Rollen in Filmkomödien bekannt wurde. Mit seinem markanten Gesichtsausdruck und seiner unverwechselbaren Stimme prägte er das deutsche Kino von den 1930er bis in die 70er Jahre. Sehr geehrter Herr Heller, seit einigen Tagen habe ich nicht mehr den Vorzug, Ihr liebenswertes Gesicht, liebenswertes unterstrichen. Besonders beliebt war er in der Rolle des strengen, aber liebenswerten Oberstudiendirektors in der Filmreihe Die Lümmel von der ersten Bande. Hans Moser war ein österreichischer Schauspieler, der als einer der größten Volksschauspieler seiner Zeit gilt. Mit seinem unverwechselbaren Wiener Dialekt und seinem kauzigen Charme wurde er vor allem in Komödien und Heimatfilmen berühmt. Falsch. Vorspiel. Vorspiel. Jedes Lied hat ein Vorspiel. Richtig. Seine bekanntesten Rollen spielte er in Filmen wie Hallo Dienstmann und Der Hofrat Geiger. Paul Hörbiger war ein österreichischer Schauspieler,
der als einer der bekanntesten Volksschauspieler des 20. Jahrhunderts gilt. Mit seiner charmanten Art spielte er in zahlreichen Heimatfilmen und Komödien, darunter Der dritte Mann und Hallo Dienstmann. Der Kicher hat den Wäsche. Ein Dienstmann muss alles können. Hallo Dienstmann, Ja, hallo Dienstmann. Seine Karriere umfasste mehr als 250 Filme und er prägte die deutschsprachige Filmgeschichte nachhaltig. Arik Brauer war ein österreichischer Maler, Sänger und Mitbegründer der Wiener Schule, des phantastischen Realismus. Seine Werke zeichneten sich durch detailreiche, surreale Welten aus, die gesellschaftskritische Themen aufgriffen. Für mich als Kind, ein Kind hat ja ein Weltbild mit 9 Jahren, und dass irgendwie Gerechtigkeit herrscht, die guten Kinder werden belohnt, die Bösen werden bestraft und so. Neben seiner Kunst war Brauer auch als Liedermacher und Bühnenbildner tätig und prägte die österreichische Kulturlandschaft nachhaltig. Helmut Qualtinger war ein österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Schriftsteller. Bekannt für seinen scharfsinnigen Humor, er wirkte in zahlreichen Filmen mit, darunter Der Name der Rose. Why did you kill them? Why? I don't know. Why? Mit seinen potentierten Kabarettprogrammen und markanten Rollen prägte er die österreichische Kulturszene nachhaltig. Manfred Deix war ein österreichischer Karikaturist, Zeichner und Autor, der für seine satirischen und oft provokanten Darstellungen der österreichischen Gesellschaft bekannt war. Seine Werke machten ihn zu einem der bedeutendsten Karikaturisten Österreichs und prägte über Jahrzehnte die heimische Satirelandschaft. Leo Askin war ein österreichischer Schauspieler, der vor allem durch seine markanten Charakterrollen in Hollywood bekannt wurde. Nach seiner Immigration in die USA wirkte er in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen mit, darunter Serien wie Hogan's Heroes. Clank. Shut up. Wonderful surprise, General Booker. I knew you were here all the time. Packing. That's right, killer. What you said is absolutely true. Nach Jahrzehnten in Amerika kehrte er in den 1990er Jahren nach Wien zurück und blieb bis ins hohe Alter als Schauspieler aktiv. Hedy Lamarr war eine österreichische Schauspielerin und Erfinderin, die in den 30er und 40er Jahren in Hollywood berühmt wurde. Lips whenever no one's looking. Men love red lips. Let's go down and meet the packet. Why should I? The sailors will all come up here anyway. Oh, but the best ones get picked off down at the door.
Neben ihrer Filmkarriere entwickelte sie gemeinsam mit George Antheil ein Frequenzsprungverfahren, das als Grundlage für moderne Kommunikationstechnologie wie WLAN und Bluetooth dient. Ihre Leistungen als Erfinderin wurde erst später anerkannt. Doch heute gilt sie als Pionierin der drahtlosen Kommunikation. Dorothea Neff war eine österreichische Schauspielerin, die vor allem für ihre Theater- und Filmrollen bekannt war. Nicht gut, weil ich mich nicht sehr dafür interessiere. Ich interessiere mich für die Ausstrahlung, weißt du? Der Kontakt, der daraus entstehen kann. Und wenn sie reden. Während des Zweiten Weltkriegs rettete sie ihre jüdische Freundin vor der Verfolgung der Nationalsozialisten, wofür sie später als Gerechte unter den Völkern geehrt wurde. Zudem spielte sie in Filmen wie Sissi, Schicksaljahre einer Kaiserin. Christiane Hörbiger war eine bekannte österreichische Schauspielerin, die im Film, Fernsehen und Theater große Erfolge feierte. Sie wurde durch Rollen in Serien wie Die Erbe der Guldenburgs und in Filmen wie Schronk bekannt. Täuschen sich nicht, das ist meine Urgroßmutter Caroline Gschwandner. Von ihr stammt auch die... Als Mitglied der berühmten Hörbiger Schauspielerfamilie prägte sie über Jahrzehnte die deutschsprachige Film- und Theaterlandschaft. Otto Schenk war ein österreichischer Schauspieler, Regisseur und Kabarettist, der vor allem für seine humorvollen Theater- und TV-Auftritte bekannt gewesen ist. Sagt ein bisschen mehr Muss. Du hast mir gar nichts zu sagen, nicht einmal Mu. Und wenn du glaubst, dass ich auf dich gewartet habe, dann täuscht du dich. Jeden hätte ich haben können, das muss ich dir schon sagen. Jeden. Jüngere. Mandy von den Bambis war ein österreichischer Musiker und Mitglied der Schlagerband Die Bambis, die in den 1960er Jahren große Erfolge feierte. Ihr bekanntester Hit Melancholie.
Falco mit bürgerlichen Namen Johann Hans Hölzl war ein österreichischer Musiker und einer der erfolgreichsten Popstars im deutschen Sprachraum. Dass er ja selber nicht weiß, wer er ist. Sehr, sehr schwierig bis hin zu absolute definite asshole. Mit seinem Hit Rock Me Amadeus erreichte er 1985 als erster und bis heute einziger deutschsprachiger Künstler Platz 1 der US-Charts. Sein einzigartiger Stil, der Elemente aus Pop, Rock, Rap vereinte, machte ihn zu einer Kultfigur der 1980er Jahre. Franz Antl war ein österreichischer Filmregisseur und Produzent, der über 6 Jahrzehnte hinweg das heimische Kino prägte. Er drehte zahlreiche erfolgreiche Unterhaltungsfilme, darunter die beliebten Kaiserwalzer und die Bockerer-Filme. Helmut Zenker war ein österreichischer Autor und Drehbuchschreiber, der vor allem durch die Krimiserie Kottern ermittelt bekannt wurde. Elfriede Ott war eine österreichische Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin und Dozentin, die über Jahrzehnte die Theater- und Kulturszene prägte. Mary Satu? Was heißt bürgerlicher Name? Wer spricht denn da? Ah, das Gaswerk. Guten Morgen, wie geht's? Gut geschlafen? Kurt Jürgens war ein österreichisch-deutscher Schauspieler, der international für seine markante Stimme und seine charismatischen Rollen bekannt war. Er spielte in zahlreichen europäischen und Hollywood-Produktionen mit, darunter Bond-Bösewicht Karl Stromberg in Der Spion, der mich liebte. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber jedenfalls Dankeschön. Doch, es ist ein Kompliment und ich glaube daraus schließen zu dürfen, dass Sie ein Leben... Das Grabdenkmal für Wolfgang Amadeus Mozart am Wiener Zentralfriedhof ist eine symbolische Gedenkstätte, da sein tatsächliches Grab auf dem St. Marxer Friedhof liegt.
Das Denkmal wurde 1859 errichtet und später an den Zentralfriedhof verlegt, wo es heute einer der meistbesuchten Grabstätten ist. Es erinnert an den großen Komponisten, dessen Musik die Welt bis heute prägt. Johann Strauss' Sohn war ein österreichischer Komponist, der als Walzerkönig weltberühmt wurde. Seine Werke wie An der schönen blauen Donau prägte die Wiener Musiktradition und machte den Walzer international populär. Wien feiert 2025 200 Jahre Johann Strauss. Sein Vater Johann Strauss war auch ebenfalls ein bedeutender Komponist und Begründer der Wiener Walzer-Dynastie. Bekannt für Stücke wie den Radetzky-Marsch. Trotz anfänglicher Rivalität zwischen Vater und Sohn trugen beide wesentlich zur Entwicklung der Wiener Tanzmusik bei. Franz Schubert war ein österreichischer Komponist der Romantik, der vor allem für seine Lieder, darunter Ave Maria und die Winterreise, Symphonien und Kammermusik bekannt ist. Trotz seines kurzen Lebens hinterließ er beeindruckendes Werk von über 600 Liedern, zahlreichen Klavierstücken und Orchesterwerken. Johannes Brahms war ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent der Romantik, der als einer der bedeutendsten Musiker seiner Zeit gilt. Sein Werk umfasst Symphonien, Klavier- und Kammermusik sowie berühmte Kompositionen wie das deutsche Requiem und die ungarischen Tänze. Brahms verband klassische Strukturen mit romantischer Ausdruckskraft und beeinflusste zahlreiche Komponisten nach. Ludwig van Beethoven war ein deutscher Komponist und Pianist, der als einer der einflussreichsten Figuren der Musikgeschichte gilt. Er führte die Wiener Klassik zu ihrer Vollendung und ebnete den Weg zur Romantik, trotz seiner fortgeschrittenen Taubheit. Zu seinen bekannten Werken zählen die 9. Symphonie mit der Ode an die Freude, die Mondscheinsonate und die Eroica.
Karl von Geger war ein österreichischer Ingenieur und bedeutender Eisenbahnpionier. Er wurde vor allem durch die Planung und den Bau der Semmeringbahn bekannt, der ersten Gebirgsbahn Europas, die ohne Zahnradbetrieb funktionierte und heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Seine Innovationen, Bauweisen und technischen Meisterleistungen prägte die Eisenbahnentwicklung im 19. Jahrhundert nachhaltig. Ja, das war das Video über den Wiener Zentralfriedhof. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine geschichtlichen Videos mehr von mir. Und hier wäre noch ein Video, das dir auch gefallen könnte, und zwar vom Grazer Zentralfriedhof. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, ciao.